Habt ihr Lust auf ein köstliches Fondue-Brot? Dann lasst uns direkt loslegen. Ich habe hier einmal helles Mehl in der Schüssel, gebe hierzu noch ein wenig Vollkornmehl, dann eine Prise Salz und natürlich, was bei mir nicht fehlen darf, die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Wie ihr das ganz einfach selber macht, erfahrt ihr oben rechts unter dem i. Dort in der Playlist ist auch ein Video, wie ihr mit den Alternativen backt. Noch ein bisschen Pflanzenöl und Wasser. Dazu gebe ich jetzt noch Sauerteig. Der ist auch super einfach. Das sind jetzt bei mir noch so ein paar Sauerteigreste, die ich habe. Ich habe die Tage immer mal wieder aufgefrischt für neue Videos für euch und das muss ja wieder verarbeitet werden. Also direkt schön in den Teig. Dann nehme ich den Flachrührer von Rammershofen, denn der Teig ist weicher und bei einem normalen Brotknethaken kann es sein, dass der Teig nicht so schön wird. Testet es aber sonst gerne noch mal eben aus. Übrigens oben rechts unter dem i verlinke ich euch auch noch mal die Sauerteig-Playlist. Da erfahrt ihr, wie ihr flüssigen, normalen Sauerteig, aber auch Lievito Madre ganz einfach selber machen könnt. Ist super einfach. Nach ungefähr einer halben Stunde, nachdem der Teig schön warm gestanden ist, habe ich meine Hände befeuchtet und mache sogenanntes Stretch und Fold. Also ich strecke und falte den Teig einmal von jeder Seite. Das bewirkt, dass das Glutengerüst gestärkt wird, besonders bei weichen Teigen. Tatsächlich sehr wichtig, denn dann bekommt ihr ein viel besseres Backergebnis später. Wenn ihr festere Teige habt, ist das meistens gar nicht so richtig möglich. Deswegen gerade bei weichen Teigen, bei meinen Focaccia-Rezepten seht ihr es. Die Brot-Playlist verlinke ich euch auch noch mal zum Schluss. Ungefähr nach 3 bis 4 Stunden, wenn euer Sauerteig und euer Hefewasser schön aktiv ist, sieht das Ganze so aus. Ihr könnt zwischendurch auch immer noch mal strecken und falten. Bis zu 4 Mal circa, das reicht meistens aus. Ich mache das jetzt hier tatsächlich das zweite Mal. Der Teig war zwischenzeitlich für einen halben Tag im Kühlschrank. Das heißt optimal, wenn ihr vielleicht Gäste habt und ihr möchtet ein schönes Fondue-Brot haben, dann könnt ihr den Teig am Vortag schon vorbereiten und dann am Tag, wenn der Besuch kommt oder auch einfach, wenn ihr das für euch machen möchtet, holt ihr den Teig raus, streckt und faltet ihn nochmal und könnt direkt ein frisches Brot genießen. Und falls ihr mehr so köstliche, einfache Rezepte haben möchtet, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal kostenfrei. Ich freue mich immer riesig, wenn wir immer mehr werden, denn nebenbei zu backen ist wirklich ganz einfach. Man kann es auch als Vollzeit berufstätiger Mensch ganz locker in den Alltag hineinbinden, besonders dann, wenn man mit der selbst hergestellten Hefe arbeitet, weil die einfach längere Gehzeiten haben. Das ist nicht nur gesünder, sondern auch wirklich leckerer, bekömmlicher und finde ich tatsächlich mittlerweile viel einfacher in der Organisation. Kommen wir wieder zu unserem Fondue-Brot. Ich habe ein bisschen Mehl drauf gegeben, damit es nicht so sehr klebt und drücke den Teig jetzt hier auf meiner Backfolie einfach zurecht. Ich versuche das so ein bisschen eckig zu gestalten. Das ist aber überhaupt gar kein Muss. Und ich habe jetzt hier eine kleine Backfolie, nicht wundern, denn mein Gebäck backe ich wirklich ausschließlich, kann man mittlerweile sogar sagen, über meinen Mini-Backofen. Der ist einfach schneller vorgeheizt, verwendet weniger Energie und hat einfach bessere Ergebnisse als bisher meine großen Backöfen. Da musste ich immer wieder das Backblech wenden, damit die Brötchen dann auch von allen Seiten schön braun wurden. Das habe ich bei meinem Mini-Backofen überhaupt nicht. Deswegen nutze ich den tatsächlich am liebsten. So, noch ein bisschen Mehl drüber für den rustikalen Touch. Und dann könnt ihr entweder mit dem Pizzaschneider oder mit einer schönen scharfen Teigkarte eben einmal durch den Teig gehen. Versucht es so gleichmäßig wie möglich zu machen. Mir gelingt das auch nicht immer so, aber ist das nicht schön, wenn man sieht, das Brot ist hausgemacht und nicht irgendwie gekauft. Ihr habt da keine Zusatzstoffe drin. Ihr wisst ganz genau, was sich in eurem Brot befindet und es ist wirklich total einfach. Also ich würde tatsächlich sogar sagen, dieses Brot ist Anfänger geeignet und falls ihr Lust auf mehr habt oder bestimmte Rezeptwünsche,
schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Da freue ich mich immer riesig darüber. So, ihr seht, ist super einfach, also ganz unkompliziert. Ich hatte euch letztes Jahr auch schon mal ein Fondue-Brot gezeigt. Das war ein bisschen kleiner und da hatte ich Lievito Madre genommen, das ist optional. Hier könnt ihr natürlich auch den Sauerteig mit Lievito Madre austauschen. Da Lievito Madre aber fester ist, das ist ja dieser milde Sauerteig, gebt vielleicht noch ein bisschen mehr Wasser hinzu. Ich würde sagen, so zwischen 50 und 100 Milliliter. Das Ganze habe ich noch mal 30 Minuten stehen gelassen, bevor es in den heißen Backofen gegangen ist. Und dann könnt ihr euch das wirklich abzwacken. So, und schon könnt ihr das Fondue genießen. Also, lasst es euch gut schmecken. Hier sind die Videos, in denen wir uns wiedersehen. Und ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch liebe Grüße. Eure Emma.